Servus Leute, ich habe gerade meine neue Paar Schlittschuhe bekommen und ich denke für jede Eishockeyspieler, egal ob Profi oder Anfänger, ist ein neuer Paar Schlittschuhe zu bekommen, ein bisschen wie Weihnachten im Sommer. Und ich möchte, dass es für euch auch aber wie Weihnachten bleibt, sobald ihr auf dem Eis geht, indem ihr auch die richtige Schlittschuhgröße kauft. Weil das ist häufig ein Problem, dass die Leute sich die falsche Schlittschuhgröße kaufen und dann, wenn es auf dem Eis geht, dann ist dann nicht mehr wirklich so viel Spaß angesagt. Unser Verein hat am kommenden Wochenende ihr Ausrüstetag beim Killer Hockey in Kaufbeuren und ich bin mir sicher, dass jeder, der da hingeht, wird richtig gut aufgehoben sein, aber viele kaufen sich gebrauchte Schlittschuhe, kaufen sich Schlittschuhe online oder kaufen sich Schlittschuhe in ein anderes Geschäft und das ist alles legitim, aber ich möchte, dass ihr auch die richtige Schlittschuhgröße kauft. Und was ich sehr, sehr häufig sehe, egal ob bei Kindern oder erwachsenen Hobbyspielern, ist, dass man Schlittschuhe kauft, die wesentlich zu groß sind. Und wenn man in den Schlittschuh auf dem Eis rumschwimmt, dann kriegt man Blasen, dann fühlt man sich ungeschickt, da hat man fehlenden Krafttransfer vom Fuß bis durch die Schlittschuhe bis ins Eis rein und das macht dann wirklich keinen Spaß. Und heute zeige ich euch 3 verschiedene Methoden, wie ihr daheim auch vergewissern könnt, dass ihr die richtige Schlittschuhgröße gekauft habt. Die erste Methode ist eine einfache Faustregel. Schlittschuhe fallen in der Regel größer aus wie Schuhe. Das heißt, ihr werdet höchstwahrscheinlich kleinere Schlittschuhe brauchen wie eure normale Sportschuhe. Und ich sehe so viele meiner Kinder, die haben vielleicht eine 37er Schuhgröße und kommen dann am Anfang der Saison mit einer 38 Schlittschuhgröße an und ich kriege wirklich die Krise, weil da kriegen die einfach nicht die gewünschte Performance auf dem Eis und tun sich voll schwer und wundern sich warum, und das ist, weil einfach die Schlittschuh zu groß ist. Und grundsätzlich für Erwachsene sollte man eine Schlittschuhgröße ungefähr 1,5 Größe kleiner haben wie eure normale Schuhe. Ich habe sogar 3 Nummer kleiner. Ich habe einen 44er Schuh und einen 41er Schlittschuh und meine Zehen sind nicht zusammengedrückt in dem Schuh. Die Schlittschuh ist eng, es soll eng sein, aber ich habe überhaupt keine Probleme mit meinen Füßen oder sonstiges. Ich mag es einfach eng, es muss nicht unbedingt 3 Nummer kleiner sein. Ich glaube, das ist eher Ausnahme als die Regel. Aber wirklich, und ich war auch auf die Webseite vom CCM gestern und habe es mir da angeschaut und die empfehlen auch für die Jetspeed und die Tacx-Reihe 1,5 Nummer kleiner wie normale Schuhe und für die Ripcore-Reihe sogar 2 Nummern kleiner. Also Schlittschuhe sollten auf gar keinen Fall eine größere Größe haben wie eure Straßenschuhe. Für Kinder ist es ein bisschen anders. Die sollen trotzdem kleiner sein wie normale Schuhe, aber man muss ihnen ein bisschen Raum zum Wachsen geben, sonst kauft man sich Schlittschuhe fast jede 2 Monate und das wird dann irgendwann mal ein teures Geschäft. Also für Kinder empfiehlt man, eine Größe kleiner zu kaufen wie normale Schuhe. Wenn das Kind richtig schnell wächst, dann könnte man vielleicht sagen, okay, nur halbe Größe kleiner wie normale Schuhe. So, für die zweite Methode, ich habe jetzt meine Einlage aus dem Schuh rausgetan. Ich werde es jetzt auf den Boden stellen und meinen Fuß rein tun. Und bei Kindern sollte man einen Zeigefinger Platz vorne haben. So, wie man bei mir sieht, ich wachse nicht mehr, ich brauche diesen Platz nicht. Ich kann keine Zeigefinger hier rein tun, nicht mehr auf die Einlage. Das passt nicht mehr. Für ein Kind wäre dieser Schuh zu klein. Für mich, das passt mir ganz gut. Ich wachse nicht mehr, ich mag es eng. Wenn ich ein Kind wäre, dann sollte so viel Platz noch übrig sein. Vielleicht beim sehr schnell wachsenden Kind 1,5 Zeigefinger Platz. Für einen Erwachsenen würde ich einfach mal sagen, wenn es nicht so eng mag wie ich, dann einen halben Zeigefinger Platz. Er wächst nicht mehr, er braucht diesen Platz nicht mehr vorne, die Schlittschuh soll eng liegen. So, jetzt für die dritte Methode, ich habe die Schlittschuhe angezogen und ich finde, man sollte auf jeden Fall die Schlittschuhgröße ausprobieren mit angezogenen Schlittschuhen, nicht nur mit der Einlage, weil man muss die Schlittschuhe tatsächlich tragen. Für Erwachsene habe ich die Schlittschuhe gebunden
Und für Kinder habe ich sie ungebunden und ich zeige euch gleich, wieso. Beim Erwachsenen, und das ist für mich wirklich die beste Weg, Schlittschuh anpassen für Erwachsene, wenn ich draufstehe mit gebundenen Schlittschuhe, dann sollte meine Zehspitze ganz leicht die vordere Zehkappe berühren. Wenn ich dann in der Hocke gehe, in der Eishockey-Position, dann soll ich spüren, dass die Ferse nach hinten gezogen wird und dass meine Zehspitzen leicht weg von den Zehkappen kommen. Wenn das so passiert, dann weiß ich, dass ich die richtige Schuhgröße gekauft habe. Wenn meine Zehspitzen immer noch nicht zerquetscht an die vordere Zehkappe bleiben, dann weiß ich, dass die Schlittschuhe vielleicht eine Nummer zu klein sind. Und das ist ein richtiger einfacher Weg, weil die Schlittschuh komplett gebunden ist und muss ich eigentlich nur in die Hocke gehen. Okay, merke ich jetzt, meine Zehspitzen weggezogen werden von der Zehkappe, meine Ferse wird nach hinten gezogen, dann passt die Schlittschuh für mich. Bei den Kindern ist es allerdings ein bisschen schwierig, vor allem wenn man ein junges Kind fragt, ja, wie viel Platz hast du vorne, kommen deine Zehspitzen weg, kommen die nicht weg. Man kann nicht wirklich hier drauf gehen wie beim Schuh, weil die Zehkappe knüppelhart ist, man kann es nicht wirklich merken, wo die Zehspitze liegt, also finde ich es etwas schwierig. Also lasse ich die Schlittschuhe ungebunden und schaue, dass ich meinen Fuß so weit wie möglich nach vorne schiebe. Und dann sollte man wieder in einen ungebundenen Schuh wieder hinten einen Zeigefinger Platz haben. Komplett, dass man den Zeigefinger komplett hinten durch bis zur Sohle schieben kann. Allerdings, das gestaltet sich etwas schwierig mit einem Zeigefinger, weil meine Finger einfach nicht lang genug ist. Dann nehme ich einfach einen Meterstab und dieser Meterstab hat glücklicherweise die gleiche Breite wie meine Zeigefinger und kann ich den Meterstab dann einfach hinten reinschieben. Und bei mir funktioniert das nicht, weil meine Schlittschuhe eng sind. Aber bei einem Kind würde es gut klappen und dann kann man merken, ob die Schlittschuhe die richtige Größe hat oder nicht. Bei mir schaffe ich es nur so, indem ich sie flach reinschiebe und dann merke, dass ich ein kleines bisschen Platz habe hinten. Jetzt ist sie komplett reingeschoben. Ein ganz kleines bisschen Platz habe. Und das passt für mich perfekt. Für ein Kind wäre das aber viel zu klein. Deshalb würde ich die Meterstab umdrehen. Die ist so breit wie eine Zeigefinger. Und dann kann man schauen, ob die Schlittschuhe die richtige Größe hat oder nicht. So, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen könnte heute. Es ist einfach so wichtig, dass man die richtige Schlittschuhgröße kauft und ich habe ganz ehrlich in meinen 10 Jahren im Vereinsarbeit noch nie jemanden gesehen, der Schlittschuhe hat, die zu klein sind, weil logischerweise würden die dann wirklich Schmerzen verursachen und dann würde man sich ein größeres Paar kaufen. Aber ich habe so viele Leute, Kinder sowie Erwachsene gesehen, die Schlittschuhe haben, die wesentlich viel zu groß sind und dann macht es einfach keinen Spaß auf dem Eis. Dann kriegt man Blasen, dann kriegt man Drückstellen, dann verschiebt sich der Fuß überall, man hat nicht den guten Grip und macht das Eishockey macht dann einfach nicht mehr so viel Spaß. Und ich möchte, dass jeder auf dem Eis geht und Spaß hat und das fängt schon mal an, wenn man die richtige Paar Schlittschuhe kauft. Die Dinge sind teuer, wenn man nach einem Monat merkt, die sind so groß, dann haben wir einfach Pech gehabt. Also lieber, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich richtig beraten zu lassen in einem richtig guten Geschäft, dann hoffe ich, dass diese Tipps euch einfach ein bisschen helfen können, dass wenn ihr euer Schlittschuh kauft und zum ersten Mal auf dem Eis geht, dass ihr vom Anfang an einen riesen Spaß habt.